that does martial arts that gets trained by the ghost of Bruce Lee. Why? Wie kommt man bitte darauf, so eine Story mit einem Jungen, der Kampfsport macht, der den Geist von Bruce Lee sieht? Wie kommt man auf sowas? Well, I started training in the martial arts when I was 14. Ich habe mit 14 Jahren mit Martial Arts angefangen. And in the area in my house where I practiced, I had a poster of Bruce Lee. In meinem Trainingsdojo hatte ich immer ein Poster von Bruce Lee. The poster with the three, from Enter the Dragon with the three stripes and the cuts on his chest. Das bekannte Bruce Lee Poster mit den, von Enter the Dragon mit den, das geile Poster, das geile, das beste Poster überhaupt, ey. Oder? Ja. So, it would have been my dream to have the ghost of Bruce Lee come and teach me. And that story resonated with me, and we were lucky enough to find the perfect actor for that role. Er hat sich halt immer gewünscht, dass ihm genau das passiert, was Jason passiert ist, so, und er ist einfach unglaublich happy darüber, dass er den perfekten Schauspieler für diese Rolle gefunden hat in Kurt McKinney. Ja. So Kurt, now we all know that you were the perfect match for the film. Wir alle wissen, dass du die Ideallösung für den Film warst. What would you say, how big was this movie for you personally? What did it change your life? Was denkst du, wie groß der Impact für dich bei diesem Film war? Hat es dein Leben verändert? Yeah, it changed my life. I had just landed in Hollywood, California 5 months prior to getting the part. But the strange thing was that it was not released until about a year and a half later after we wrapped the film. So Oh, wow. Ich versuche. Oh. Die Dame, die übrigens hier vorne sitzt, hat bei The Last Committee die Tochter des Hauptdarstellers gespielt, deswegen gab es jetzt gerade die Umarmung. So, let me try. Also natürlich hat der Film sein Leben verändert. Das Ironische ist halt, dass er den Film halt 1984 gedreht hat, 1984 gedreht hat, aber der kam halt erst viel später raus. Das heißt, er hat erst mal gar nicht gecheckt, was da überhaupt abgeht. I think that was it. Yeah. But, it happened at a time, it was the 80s, there was no cell phone, so when I got the part, I'm driving down Sunset Boulevard in Hollywood, and I'm on top of the world, but I can't tell anybody that I just got it, So it's like, not until much later. Ja, er ist halt den Hollywood Boulevard runtergefahren und so weiter, alles cool. Konnte aber halt keiner Sau irgendwie sagen von wegen, ey, ich bin jetzt hier Filmstar und so weiter, weil der Film halt noch nicht draußen. Ja. One more question to the two of you, and then we're going to start with the audience questions. If you would try to narrow it down, why do you think No Retreat, No Surrender is such a cult movie? Wenn ihr es auf eine Sache beziehen müsstet, warum denkt ihr, dass Karate Tiger so ein Kultfilm geworden ist? Keith? I think I was actually wondering that this morning. Every morning I write what's called morning pages, which is a sort of a journal. Er führt halt Tagebuch und hat sich das zuletzt heute Morgen gefragt, wie es sein kann, dass dieser Film halt so krass ist. So I was asking myself the same question, and what I came up with, and we talked about this morning, I think it was a simple, good story with a very likable main character, and it was something that everyone could relate to, plus the ghost of Bruce Lee. Also er ist zu einem Entschluss gekommen, er sagt, er vermutet, es liegt halt daran, dass es eine coole Story ist, mit einem unglaublich guten Hauptdarsteller, mit dem sich einfach jeder identifizieren kann. Und dass das Geheimrezept war. Alright, you guys. Ihr dürft nochmal klatschen. Einmal auf Deutsch klatschen, einmal auf Englisch klatschen. So, wir werden jetzt die Fragerunde machen. Und Leute, ganz wichtig, ich habe gestern, und das darf ich nur, oder es muss keiner aufzeigen, aber wer von euch ist auch Ü40? Hand hoch. Super. Ich habe gestern hier mit Daniel Stöckert gesessen und wir haben hier Moderation gemacht und mir ist gestern aufgefallen, krass,
wenn jemand eine Minute redet, kann ich das im Nachhinein nicht mehr übersetzen, weil ich einfach die Hälfte vergessen habe. So, deswegen versucht eure Fragen kurz zu halten. Ja, ich weiß, man will natürlich die Bibel erzählen, das verstehe ich auch. Nur habt bitte mit dem alten Sack hier vorne ein bisschen Erbarmen, sonst blamiere ich mich jetzt hier gleich 30 Minuten lang am Stück, okay? Lieber Robert, magst du mal dann mit dem Mikrofon? Na klar, ich mach den So, wer möchte das? Gleich hier vorne, fangen wir doch mal hier vorne an. Sean, ich verschone dich, ich mache das leider auf Englisch. Okay. So I'm switching to English. Aber ich muss es trotzdem auf Deutsch übersetzen, aber Okay. kein Problem, verschon mich trotzdem. Well, first of all, thank you, Sean, for putting this all together. It's just amazing, and it's Thank you, Sean. for a big part of the film. Awesome. Gerne. Er hat mich gelobt. First, I start off with a statement. It's like a childhood dream come true to me because when I watched this movie first, I was like 9 or 10 years old, and it started off from there. I started martial arts. So Keith and Kurt, thank you for the inspiration. It's an honor. Thank you very much. Keine Frage. Also, es ist einfach für ihn eine große Ehre, die beiden mal live sehen zu können. Er hat wegen diesem Film mit Kampfsport angefangen und ist einfach unglaublich happy, dass das hier heute zustande gekommen ist. Dankeschön. And here's my question, if I may. Is this a typical German thing that there is this kind of cult, or is it? Do you have conventions in America too, where like you go and watch the movie and have a convention? Do you still keep in touch with some of the other actors? Ist es ein deutsches Phänomen, dass so viele Leute immer noch daran interessiert sind, oder gibt es auch in Amerika so Fan-Conventions und so weiter, wo die beiden halt da sind und dann halt Ähnliches machen? I used to keep in touch with the RJ character, J.W. Fails, and also Jean-Claude, but over the years, you know, it's been a long time now, so we've lost touch. Do you need to say that? Okay. I wasn't listening. No, I'm kidding. Also über die Jahre, I'm kidding. Can we get somebody else up here that can actually listen to the answers? Ja, also er war für viele Jahre mit RJ, dem Scheißpenner RJ. Yeah, RJ, oder? And the second part of your question is, yeah, you know, not so many, but for the 30th anniversary of the film, and when it came out on Blu-ray, there's a place called the Alamo Cinema and Draft House in New York, and so we did a big convention like that there with questions and answers and pictures and all of that. So, but I think Germans are my number one fans. Yeah! For sure. Also er hat in New York zum 30-jährigen Jubiläum, gab es ein Event, wo einige der Darsteller und der Crew auch mit dabei waren. So, aber insgesamt muss er halt wirklich sagen, dass in Deutschland halt ja die Fanbase halt die beste und die größte ist. And every week I get a message from somebody around the world, from all over the world, talking about No Retreat, No Surrender. So it's really something we're very proud of. We had no idea it would turn into this, but it's a film I'm very proud of. So thank you all for loving it. Bis heute kriegt er noch jede Woche Nachrichten von Fans auf der ganzen Welt, die immer noch über den Film sprechen wollen, und er ist einfach unglaublich stolz und hätte niemals gedacht, dass dieser Film 40 Jahre später immer noch so geliebt wird. Man muss ja auch, man muss auch dazu sagen, dass wir Deutschen ja auch so irre sind, dass wir aus diesem Film gleich 10 gemacht haben halt, ne? So we're so crazy, we had one movie originally and we made 10 of it. So yeah, we Germans are totally crazy. So I got a phone call from the producer, NGCUN, when we were on the way to the theater, because I had sent him a picture from yesterday's screening. And he said, well, these are all people who have never seen the movie before. Not true. Also gerade als wir im Auto zusammen waren, hat er einen Anruf von dem Produzenten NGUN bekommen.
weil er ihm gestern auf WhatsApp halt ein Bild von der Vorstellung gezeigt hat. Und ja, er hat halt gesagt, pass auf, das sind alles Leute, die haben noch nie den Film gesehen. So I told him these were all fans in 2 sold-out theaters, and some people have seen it more than 100 times, and he didn't believe me. So what I'd like to do is shoot a video with you all saying thank you to NG. Oh, great. So he can believe it. Also er hat, ja, dann als er das aufgeklärt hat, hat er Angie gesagt von wegen, es gibt hier Leute, die haben den Film über 100 Male gesehen. Angie konnte das nicht glauben und er würde jetzt sehr, sehr gerne einfach auch ein Video an ihn schicken, mit euch einfach zu zeigen von wegen, ey, wir haben eine zweite Vorstellung, die einfach pickepacke voll ist von Karate-Tiger-Fans. Ist es okay für euch? Ja. Klar. I'll say action and you guys say thank you NG, okay? Okay. Thank you, Angie. Action! Thank you, Angie! Alright, Robert, die nächste Reihe bitte. Okay, dann mal bitte die. Oh, da haben wir jemanden. So, Ach nee, ich komm mal durch. Die Film So, ich glaube, so müssen wir auch noch. muss nicht sagen. Gab es hier eine Idee für ein echtes Sequel? Was there ever, oh that's a good one, was there ever a true idea to have a real sequel, like with the original characters? There was an idea to use Kurt and Jean-Claude in the second movie, but not a true sequel. Everything got to be called Karate Tiger. 1, 2, and 3 were all called No Retreat, No Surrender or Karate Tiger. But we are now talking about doing something with this story for a modern day audience. So Kurt and I are working on that. Also ursprünglich hätte es sehr gut, danke, so schlimm war ich gar nicht, fand ich, aber okay. Ursprünglich war der Gedanke, dass es in Teil 2 nach wie vor die Charaktere von Kurt und Jean-Claude Van Damme gab, aber da gab es gewisse Gründe, weswegen das nicht zustande gekommen ist. So, und ja, dann hat man halt gesehen von wegen, was da mit der Franchise hier alles passiert ist. Aber es ist aktuell noch nicht weit fortgeschritten, aber man versucht gerade wieder mit den Originalcharakteren ein Projekt auf die Beine zu stellen. You added some stuff, Sean. He didn't talk that long. Oh, I make you sound good. Hallo, Daniel. Meine Frage ist, wie war es mit Van Damme zu arbeiten? How was it working with Jean-Claude Van Damme? Van Damme. I had to help Jean-Claude get home every night because his scheisse old Volkswagen wouldn't start, and so I had to push it so he could pop the clutch and get home. Other than that, he was great. Is that true? Oh, okay, ich dachte, er macht gerade einen Witz. Also, Van Damme hatte einen total kaputten scheiß Volkswagen und Kurt musste den immer anschieben, damit Van Damme fahren kann. Krass. From my side, I love your shirt, by the way. Zeig ihm deinen Rücken. Stand up so people can see you. Zeig ihm deinen Rücken. Your back, zeig deinen Rücken. Jason, kein Rückzug! So Ich glaub, vorhin ist der this gleiche. was Van Damme's first real movie. So he was very good to work with, very easy to work with. He did have a problem with control. Also dadurch, dass es Van Dammes erster Film war, war er echt super entspannt und auch einfach mit ihm zu arbeiten. Sein Problem war halt seine Körperbeherrschung, wenn es in den Fights halt zur Sache ging. He didn't understand that you could be very far away from someone's face and have it look like it hit. And we kept explaining to him and explaining, you don't have to be close. Er hat halt nicht verstanden, dass es auch reicht, ein bisschen Abstand zu haben, wenn man einen Schlag im Film macht. Van Damme wollte halt immer so nah wie möglich machen und das ist dann halt, ja, selbst nach Erklärung halt immer wieder schief gegangen. So, for example, in that final fight scene, when he fights Pete Sugarfoot Cunningham, he does that spinning crescent kick. And Pete
Sugarfoot Cunningham had never been knocked out in his professional career as the world middleweight champion. He didn't listen to you, Sean, clearly. Also beim Endturnier, wenn Van Damme gegen Pete Sugarfoot Cunningham kämpft und diesen Spin-Kick macht, ja, hat er ihn halt ausgenockt und man muss dazu sagen, Sugarfoot Cunningham war ein Weltmeister so, und wurde noch nie ausgenockt. Aber halt da, von Van Damme. So, Van Damme did that kick and knocked Pete out and he landed and he didn't get into his stance. He landed and went to help Pete, which means we couldn't use the footage and we had to do it again. So, nachdem Van Damme Cunningham ausgenockt hat, anstatt dass er kurz wartet, dass der Director so Schnitt sagt, ist er halt sofort hingerannt, von wegen, oh, was passiert? So, bedeutet, die konnten halt diesen Take halt nicht nehmen und mussten halt die ganze SCHEISSE nochmal machen. And then he knocked him out a second time. Und dann wurde er nochmal ausgenockt. Das gibt's doch gar nicht. Danke für die Frage. Robert? Ja, wir haben ja gleich noch den nächsten sitzen. I got a question to Kurt. Do you know there are two different scores, soundtracks to the movie for the international release and the American? And which one do you prefer? Wusstest du, Kurt, dass es zwei verschiedene Scores, also Filmmusiken bei dem Film gibt? Und wenn ja, welche gefällt dir mehr? I have to say I like both scores for different reasons, but I like them both. But I think I like the European cut of the film better because of the scenes in the final fight scene where it flashes back to Jason's training with Bruce Lee, and then back to the fight. It adds to the excitement of the final fight scene. So I like the European version for that reason. Thank you. Ich übersetze 1:1, Deutschland ist super. I said I translate 1:1, Germany was great. My mother-in-law is German. My wife is German, so my mother-in-law always said, "Of course, it's German. It's German." You know, everything was better from if it was German. So of course, the film shown in Germany was going to be better, and it is. So, das erste, also er kennt natürlich beide Soundtracks, findet beide auch gleich gut für unterschiedliche Gründe. Aber er mag auf jeden Fall den deutschen Cut halt mehr, weil es da gerade in dem Endkampf diese Sequenzen gibt, die es im amerikanischen Original nicht gibt, nämlich diese ganzen Flashbacks. Das heißt, das, was für uns normal ist, diese ganzen geilen Flashbacks, die für mich das Beste an dem ganzen Film sind, gibt es nur bei uns in Deutschland und Europa. Ja. Und er hat noch gesagt, seine Frau ist ja deutsch. Müsst ihr euch mal vorstellen, seine Frau ist deutsch, letztes Jahr das erste Mal in Deutschland und seine Schwiegermutter sagt halt jedes Mal von wegen, ja natürlich ist die deutsche Version besser, aber es ist ja auch Deutschland. Alles in Deutschland ist besser. Ja? Danke für die Frage. Der nächste, Robert. So, ich habe mich mal nach oben gekämpft und hier haben zwei Leute eine Frage. Einer? Hello, my name is Jean-Michel. I just want to say thank you today to Mr. McKinney and Mr. Strandberg. That I think without this movie, I will not be the person who I am today. And I've got this no retreat, no surrender mentality. And I want to say, I think it's not because it's a martial arts movie to me, and I won't say my opinion. I think this movie is so successful because of the work attitude we have, like in the 80s, 90s, and I think this 80s, 90s love is somewhere gone. Sorry if I say that, but there was respect, there was friendship, there was true love, many things. Best music. Best music. The soundtrack as well, like helped me many times in my life, like in some difficult times, and I did 4 years ago motivational video like Kurt on the basketball court and everything. Like, I think if I look back, I see that it helps me a lot, like this attitude and everything what the movie has shown, that what was normal in my eyes. Yeah. Thank you very much. Dr. Chen. Der Geist ist gut.
Du erwartest doch jetzt nicht ernsthaft, dass ich das alles übersetze, oder? Wow. Also, Kurzfassung, Karate Tiger ist super. Und er glaubt, dass der Grund, warum dieser Film so ein Kult geworden ist halt nicht gerade das Kampfsport-Ding, sondern einfach die Werte, die dieser Film halt repräsentiert. Was einfach in den 80ern und 90ern nochmal stärker war. Dieses Ehre, Liebe, die Freundschaft, einfach die Werte, die halt in der heutigen Zeit... Früher war alles besser. Früher war alles besser. Genau. I think everyone loves an underdog. You know, and Jason was the underdog, and No Retreat, No Surrender shows that anything is possible. Right? Ja. Ich glaube, das hat jeder verstanden. Das war sehr, sehr, sehr einfach, oder? Ja, gut, okay. Lieber Robert, total crazy, das ist mir gestern aber auch erst aufgefallen, nachdem mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Es gibt 2 Seiten. Das heißt, du müsstest jetzt einmal kurz hier runtergehen, du wirst auch voll angefeuert und dann gehst du bitte mal auf die andere Seite ganz kurz. Mache ich gleich, auf jeden Fall. Aber ich habe hier noch eine junge Dame, die auch mal eine Frage hat. Also nicht nur die Männer immer. Okay. Ja, hallo, ich bin die Ute. Ich trainiere auch schon Karate und hätte gern von Kurt mal gewusst, welche Stilrichtung er praktiziert. Her name is Ute and she would like to know what kind of martial arts you used to practice. Hi, Ute. I started studying Taekwondo when I was 12 years old, 50 years ago. And then I became a kickboxer after that and studied kickboxing until I was 22. And when I left for Hollywood, that's what I was doing, was studying kickboxing. But I have not studied in a dojo since then, but I've trained every week of my life since then. Also ich habe mit Taekwondo angefangen, then you did what again? Kickboxing, und dann kam irgendwann der Film Karate Tiger und dann hat er aufgehört für den Film. Seitdem hat er nie wieder in einem Dojo trainiert, aber trotzdem kontinuierlich für sich selber halt trainiert. Also bis heute macht er es halt wöchentlich. Ja, danke für die Frage. Hallo zusammen. Hallo. Eine Frage auf Deutsch. Ja. Eine Frage, und zwar, wer war für ihn am Set? Da waren viele Jungs, die gekämpft haben. Für ihn der beste Martial Arts, also Kämpfer, den er da gesehen hat. Außer ihm natürlich selber, aber jemanden, den er vielleicht da gesehen hat und gesagt hat, der war richtig gut. Am Set. Who to you, except for yourself, you think was the greatest fighter on set? Well, someone asked me that the other day. That was me. And it was you. And what did I tell you? I don't want to say, to be honest. I think at that age, everybody thinks that they're the greatest fighter. Ich glaube, jeder dachte, dass er der Beste ist, auch er. Even if you're not, you think you are. Auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht. I want to make it clear that Van Damme was no fighter. Van Damme was a pretty boy with beautiful kicks, but he wasn't a fighter. Kurt's a fighter. Der war doch ein Weltchampion. Alina, hast du das aufgenommen? Boah, 1 Million Klicks. Okay, I just asked if she recorded that. 1 million clicks on YouTube. Oh yes. Ja, also Van Damme sah halt super aus und so weiter, ist halt kein echter Fighter. Kurt ist halt ein Fighter gewesen. Ja. Dankeschön für die Frage. Ja. Hallo, mein Name ist David. Als erstes ist es mir eine große Freude, dass Kurt mir gegenübersteht, eine große Ehre. Und ich wollte fragen, dieser coole, kultige Trainingsanzug, der rote Adidas, hast du ihn noch? Hier, steh auf. Yes. Do you still have the red tracksuit? No, nein, but I wish I did. Ich wünschte, es wäre so. Ja, den haben wir doch hier. Aber ich habe eine interessante Info für euch. Wir hatten gestern tatsächlich diverse Leute hier, die entweder im Van Damme-Outfit, also der weiße Anzug mit Krawatte, und auch in roten Trainingsanzügen rumliefen. Und ja, alle, die rot also die das anhaben, dürfen gerne mal aufstehen. Ich glaube, ich habe gerade noch 1, 2 hier gesehen.
Doch nicht so viele. Hier ist der Aufstehen, Beste. Foto machen. Posen bitte, Pose machen, Kampfsportpose machen. Alright, danke schön, Jungs. Ja, Robert, weiter geht's. Wir haben ja gleich den nächsten. Hello, my name is Brian, and I want to ask Kurt, what are your feelings for the movie? The first time the movie came into the cinema, and after all of those years, the movie's out now, and all of the reactions you get from the movie. How are your personal feelings after all of these years and see this audience here, and yeah, they're all here because of you? Kurt, wie sieht's aus? Wie war das für dich damals, das erste Mal den Film zu sehen, und wie ist es jetzt für dich, so viele Jahre später zu sehen, dass so viele Leute sich immer noch den Film angucken? Grateful. Dankbar. It was a wonderful time in my life, and it was a wonderful experience. And to be living it all over again, years later, with you guys, icing on the cake. Ich glaube, das war auch sehr einfach zu verstehen. Ich hätte jetzt noch ganz kurz eine Frage, die ich an Keith stellen wollte. I got a question for you, simply because I would forget otherwise. If you look back to the first No Retreat, No Surrender, would you consider it to be your greatest movie? Wenn du dir den Karate-Tiger-Film anguckst, würdest du sagen, Karate-Tiger ist der beste Film, den du je gemacht hast? Weil, ich weiß nicht, wer von euch das weiß, aber der gute Mann hat auch als Filmproduzent hier King of the Kickboxers mit Lauren Avedon und Billy Blanks gemacht. American Shaolin, ich weiß nicht, wer den auch noch kennt. Für Hardcore Martial Arts Fans sind das halt auch Klassiker. Deswegen, so what would you say? Is No Retreat, No Surrender your best work? I think No Retreat, No Surrender is considered the movie that has touched the most people, which makes me very proud. Also es ist offensichtlich, dass Karate Tiger halt der Film ist, der die meisten Menschen berührt und erreicht hat. And I think we were the first American movie to use Asian action, to use Chinese, Hong Kong action. And so we were groundbreaking in that way. So I think that's the reason why the movie stands out for me. And you know, I love the cast. Kurt and I have been friends since then, and I'm still in contact with NG, the producer, every week. So it was the start of my career, and I couldn't be more grateful. Thank you. Also er hat gesagt, dass dieser Film revolutionär war insofern, dass es einer der, vielleicht sogar der erste amerikanische Film war, der solche asiatischen Einflüsse mit drin gehabt hat, und dass er auch denkt, dass das auch ein großes Erfolgsgeheimnis ist, ja, und dass er einfach auch dadurch immer noch mit ganz, ganz vielen Leuten in Kontakt ist, wie halt eben mit Kurt, mit dem er seitdem befreundet ist, oder mit dem Produzenten. Ja. Hallo, ich bin Martin aus dem Saarland, ich habe 2 kleine Fragen, und zwar wollte ich wissen, wer hat Kurt den Kampfsport beigebracht? Und dann habe ich noch die kleine Frage, diese Szene, wo er am Basketballkorb hängt in diesem Film. Habe ich das Gerücht gehört, dass er da gedoubelt wurde, aber das stimmt ja eigentlich schon nicht, oder? Das soll ich nicht fragen? Okay, first question. No, let's go to the second first. I want to hear that. Did you get doubles with the basketball rim scene where you're hanging? Doubled? Double, sorry, doubled. Nein. Doubled? Yeah, in German, sorry. In German we say doubled. Yeah, double, yeah. Yeah. Now he says like, yeah, I can see you, but I heard that. Ja, aber wenn du es doch siehst. No. I should have been doubled. You know, Man hätte mich doubeln sollen. Thank God I can throw kicks better than I can dribble, right? And who taught you fighting? Yeah. I learned from my sensei or Master Kwang Ha So from Seoul, Korea, who was a 7th Dan black belt.
and from my kickboxing coach, who still is teaching in New Albany, Indiana today, Terry Middleton, taught me how to kickbox. Okay, denke ich mal auch wieder verstanden. Lieber Robert, ich muss gerade noch ein bisschen die Uhr im Auge halten. Okay, wir überziehen ein bisschen, ich habe gerade Bock. So, alright. Hallo Kurt, ich bin der André. Hallo. Ich wollte mich gerade dafür bedanken, dass du heute nach Deutschland gekommen bist. Also schon länger jetzt. Aber ich wollte noch mitteilen, ich war letztes Jahr am 50. Todestag von Bruce Lee an seinem Grab und ich habe nicht ihn gesehen, sondern dich als Geist. He said for the 50th anniversary of Bruce Lee's death, he went to visit his graveyard, and he did not see Bruce Lee's ghost, but yours. Wow. Twist Yeah, plot. you think you're dead. You really? Twist plot. Oh, okay. Willst du eine Antwort darauf, oder? Nee, ich wollte eine Frage stellen. Okay, ja, bitte. Das ist ein anderer. Ja, hallo, ich heiße Eduard, wir kennen uns ja schon aus Hamburg, von dem Film nach Community letzten Jahres. Meine Frage wäre, ich kenne ja die Geschichte, wie Kurt die Rolle ja bekommen hat in der letzten Sekunde. Meine Frage wäre, bevor Kurt die Rolle bekommen hat, die Leute, die stattdessen für die Rolle in den engeren Kreis kamen, sieht man die in anderen Rollen in dem Film stattdessen oder sind die gar nicht im Film dabei? Okay, da müsste ich die Frage aber an beide stellen, weil ich glaube, dass Keith das auch ganz gut auch noch sagen kann. Does anybody of you guys know the people that were an alternative casting to your role? Is anybody of them seen in the movie? I don't know. Keith would know. No, I have a bit of a funny story about Van Damme. When we were casting, you came to that open call. We had what was called an open call. Ich habe eine lustige Geschichte zum Casting dazu zu erzählen. Und zwar, wir hatten ein offenes Casting, also wo jeder sich vorstellen kann. So we had hundreds of people that day, and we were running out of time. So this was my first movie, my first time in Hollywood. And the producer said to me, Keith, go outside and find 3 bad guys. Also das war damals halt auch mein erster Film, das heißt, ich wusste auch noch nicht so richtig, was ich tue. Und der Produzent hat zu mir gesagt, pass auf, für eine gewisse Rolle, Keith, geh mal raus und such mal 3 Bösewichte. So I walked down this long line of hundreds of people, and they're all looking at me like, pick me, pick me. So, und da bin ich halt diese ganze Schlange von Bewerbern halt durchgegangen und alle haben ihn so angeguckt von wegen, oh bitte nimm mich, nimm mich, nimm mich. So I picked 2 huge guys, and I picked Van Damme. And we walked in, and Van Damme threw 1 kick, and they went, you're the guy. Ja. Das ist Applaus wert, oder? Yeah! Mann, hatte der Glück. Also nochmal kurz die Übersetzung. Er hat sich dann 3 Leute rausgesucht, 2 Riesenochsen und halt Van Damme. Und Van Damme hat halt einfach seinen Kick gemacht und dann, ja okay, du. But on the other side, we had such a hard time finding the actor for Jason. And I said this yesterday,